Hallöchen, herzlich willkommen. Oh, jetzt juckt's am Auge, entschuldige. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 5. Der Phantom Pain, Dankeschön fürs Einschalten und wir machen wie letztens versprochen, wie gestern versprochen, machen wir weiter und hören uns die Kassetten an, die wir gestern gekriegt haben. Und das machen wir jetzt, jo. Da haben wir nämlich allmächtig 6 Stück sind es. Allmächtig Hueys Befragung, Zusammenarbeit mit Eli, genau. Nämlich angeblich hat der damit was zu tun, dass Eli überhaupt diesen Salechanthropus klauen konnte. Alter Verwalter, obwohl ja eigentlich, ja, sein Sohn ist halt okay, aber der... Ich bin gespannt, hören wir uns am besten mal an. What was your goal in having the children repair Sahelanthropus? I just answered their questions. I had no idea they would actually try to fix it. I mean, can you imagine a child piloting it? Oh, sure, easily. It wouldn't work. Well, I bet it's just like riding a bike. I said it didn't work. Who did you try? I didn't. Did you put your son in it? We never did that. His name was, Teil, wasn't it? I thought you said you never saw his face. But you made him pilot Sahelanthropus. You used him in your experiments. He wanted to get in. It was such a short time we had. So he was with you. We were happy. You're still happy now. Changing your lies to suit the listener and getting by slipping through the cracks. Building layer upon layer of convenient stories until nothing means anything to you anymore. You're happy all the time because you don't even notice you're doing it. Think hard. Who are you really? You're not a victim and you're not the silent majority. You're a perpetrator and a petty hypocrite. The real world doesn't make you suffer. It's the other way around. Also hat er doch seinen Sohn gekannt. Ist natürlich auch wieder, ja, kann man sowas Easter Egg nennen. Aber Huey sei schon Hal Emmerich. Ja, schaut euch die anderen Teile an. Er ist, glaube ich mal, genau, also bis jetzt, so was ich so höre von Huey, ist es genau das Gegenteil von seinem Vater. Und auf jeden Fall mal sehr, sehr cool. Und dann hätten wir gesagt, wir machen weiter. Die weiße Mamba Nummer 3. Eli's DNS-Test. Und jetzt bin ich gespannt, weil Eli zu mir gesagt hat, ich bin der Vater von ihm. Oder danke Vater, jetzt brauche ich da Hilfe nicht mehr. Oder sowas irgendwie in der Art von der letzten Folge. Und jetzt bin ich mal gespannt, was dieser DNS-Test ergeben hat. Boss, we've got the results of Eli's genetic tests. We can finally put this worry behind us. We used the PCR technique and conducted DNA fingerprinting of the copied DNA sequences. Neither is mainstream science yet, but the concepts and procedures are sound. Both tests say there is 0% chance that the two of you are blood relatives, meaning the results are negative. He's not your son, nor is he your clone. He's just another person. It was 12 years ago that Zero made plans to clone you. Eli's age and appearance certainly are a good fit. I admit the first time I saw him I did a double take, but it looks like we were worried for nothing. Eli isn't your clone, though you might still have one somewhere out there. But if Eli isn't the boss's clone, why does he seem so obsessed with him? Not to mention having one hell of an attitude for his age. I don't know. Learning the truth about himself, cursing the fact he's a clone, bearing a grudge against selfish adults, and coming to hate who he was cloned from. Big boss. If that were really the case, I could understand it. I might even feel a bit sorry for him. But no clone could have a totally different DNA fingerprint. And the test left no room for error. You yourself were there when we drew Eli's blood sample. Come to think of it, when we went to OKB-0, he'd snuck onto a chopper and was there. Yeah. He was acting strange even then. Or actually from a little before that time. That was exactly when we began these tests. Maybe he suspected something when we drew the sample, not knowing what we were doing to him, and becoming mistrustful of us. Hard to say. Eli's had an attitude problem from day one. So what is he then? Well, if he's gonna tell us that himself,
We'll need to get him to open up more first. Ja, und erstmal müssen wir ihn wirklich finden. Sixes, der hat doch... Ocelot hat doch gesagt, dass es vielleicht sein kann, dass es einen Klon gibt. Und es ist auch so, denn... Wie gesagt, dieses Game, dieses Spiel... spielt sich ja im Jahre 1984 statt. Und der erste Teil spielt sich ja im Jahr 2005 ab. Glaube ich, oder? 2005, ja. Da spielt sich der erste Teil ab. Und da war Snake schon ein Klon. Ja, ein Klon von sich selbst quasi. Jetzt wird es mal auch klar, denn im ersten Teil damals, da hatte er doch wirklich so getan. Warte mal. Da hat er doch... Da gibt es ja auch den Ocelot, aber da war Ocelot ein Böser, also überhaupt nicht mit Snake irgendwie verbündet. Da war er eher auf der sowjetischen bzw. auf der russischen Seite. Jetzt wird mir einiges klar, nämlich da gehört er ja eigentlich zu uns, aber im ersten Teil, bei Metal Gear Solid 1, war er dann doch auf der Gegnerseite, nenne ich es mal. Und dieser Junge, dieser Eli, ne? Der hat eine verdammte Ähnlichkeit mit Liquid Snake. Der auch wiederum, der quasi unser Endgegner war, damals. Nämlich der hatte auch, Eli ist ja blond. Hat schulterlange Haare, nenne ich es mal. Und Liquid Snake, also sein geklonter Zwillingsbruder war das ja im ersten Teil. War nämlich auch blond und langhaarig. Ja? Wer weiß, vielleicht ist er das. Man weiß es nicht, auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe ja die ganze Biografie, habe ich ja in meinem Hardcover-Komplettlösung, ist ja hinten drin. Habe ich natürlich noch nicht gelesen, weil ich ja nicht spoilern will. Werde ich alles nach dem Ding machen. Aber schon sehr verdächtig alles. Und jetzt wird es doch auch langsam so einen Sinn ergeben, hätte ich gemeint. Und ja, machen wir aber jetzt erstmal weiter. Sonst labe ich mich hier wieder zu Tode. So, was haben wir denn? Skullface. Jo, Skullface haben wir hier. Skullface Ziel. Und zwar Skullface Ursprünge und Xof. Und das Ziel von Skullface Rache. Das hören wir uns mal beides an. Skullface, real name unknown. Born in Hungary, more specifically northern Transylvania, after it reverted to Hungary from Romania. While he was young, the country allied with Germany as part of the Axis powers, but later during the war, it came under Soviet occupation. The Hungarians struggled for independence, but the Soviets came down. Hard. Just like he said, time and again the country was ruled by a foreign tongue. When he was a young boy, he lost his native language, the bedrock for any developing child. His country, his family, his face, his identity, everything was stolen from him. All he had left was his skull. Skullface first tried his hand at espionage during all the chaos from the war. Agents, military officials, and soldiers who operated out of Hungary during the war vanished over the course of several months. This Soviet spy hunt rocked the counter-intel world. Mysterious fatal illnesses, accidental deaths, drownings, people having strokes behind closed doors. Just like Stalin, no one knew who was behind it. But all you need to do was look for who had the motive. They were all taken out by a man without a face. And now we've got an idea of how he did it too. He'd gotten revenge for his people, but he wasn't finished. Skullface defected to the West, eventually ended up with the SAS. That's where he met Zero. It's possible he began planning this whole thing back then. It's hard to say. In any case, Zero made him his XO. He always did have a thing for oddballs. But this one was set to lead a unit no one else would know about. When Zero created Fox, he also formed XOF as a support team. An unconventional special forces unit designed to support Fox, make it stronger, with Skullface given the orders. Zero never even told the boss about it, nor the CIA, naturally. If Fox was Zero's silver bullet, XOF was the recoil when he pulled the trigger.
just like Newton's third law. While you were with Fox, Skullface was operating behind the scenes. Sometimes as your backup, sometimes as a mole or a scout, sometimes as your cleanup crew. Fox's Tail, making sure the mission succeeded and that you survived. We only have his word to go on, but Skullface's goal was revenge against those who'd use language to subjugate people. Those corrupting a people's identity by forcing a new tongue on them. Those using the power of language to control information. Naturally, that set his sights on Zero. To Zero, English was simply the most convenient code. But to Skullface, English was a parasite. And by eradicating it, he'd stop the world from being eaten away. If that didn't work, he was ready to see the world scorched by nuclear fire. To save language, culture, and race from annihilation, he was willing to overstep the hands of the doomsday clock. That is, of course, if you believe anything he had to say. Ja, also ich finde ja auch, dass wirklich die deutsche Sprache und auch der Dialekt, dass der doch ein wenig, ja... Also der Dialekt auf jeden Fall, dass der deutschsprachige Dialekt doch sehr in der Versenkung versinkt. Versenkung, naja, ihr wisst, was ich meine. Und ja, ist doch... Also ich kann es verstehen, weil halt auch vieles verenglischt wird, ne? Heute sagt man ja Cutscenes zu den Videosequenzen. Früher hat man Videosequenz gesagt. Ich sag auch noch Videosequenz, weil ich mag das Ganze gut. Ich mag halt das Ganze nicht, ne? Wenn alles so verenglischt wird. Weil ich finde, man sollte doch auch seine Heimatsprache irgendwie ja, bewahren. Aber ist natürlich kein Grund, ne, so abzugehen wie hier Skullface, ne? Natürlich ist nicht gerechtfertigt. Und Ocelots Ängste, die Flucht der Kinder. Jetzt bin ich gespannt. Denn Ocelot können wir zumindest, was diese Folge angeht, was dieses Spiel angeht, können wir vertrauen. Und wir hören mal hin. You know, when you brought back all the child soldiers who escaped, Eli knew they'd returned. Needless to say, nobody said a word to him. I guess they got a message to him somehow. Eli wasn't put in the corner in timeout. He was locked up in that room, completely cut off from the outside world. Then how'd he find out? It's only one possibility I can think of. The Soviet Union has been researching military applications for psi phenomena. Psi? Things like psychokinesis and ESP, extrasensory perception. You mean moving objects without touching them? Knowing what cards somebody's holding up? Psychic powers? Come on. I thought that was just another bunch of disinformation aimed at the West. Just bear with me a second. One type of ESP is telepathy. It's the ability to know another person's thoughts through non-verbal means. You're saying Eli read our minds? It's the only idea that doesn't involve someone getting to him. Ocelot. Look, psi research isn't some hocus pocus. It's all evidence-based, scientific... There's gotta be another explanation. Approaching. Maybe one of the kids stuck a note to your back. I hope that's the case. But I am convinced that they have, or Eli has, a connection to some force we have yet to identify. You better watch yourself, boss. How am I supposed to do that? If he is depending on something for help, well, that's his Achilles heel. If you can figure out what that something is, you might be able to use it against him. I'll keep that in mind. Oh, and the medical team is looking after the kids left on Mother Base. For the moment, they don't seem too panicked. But boss, get this. Eli got those kids to plot their armed uprising as a diversion. Also, he could steal Sahelanthropus and escape. That Brad got us good. Set us up and knocked us down. And then there's that mystery kid who was with Eli. With those two working together, I'd say things won't be over for a long time yet. Yeah, das heißt, das Let's Play geht noch weiter. Yes! Liebe Freunde, ich freue mich natürlich riesig. Er hat ja gesagt, ja, er kann die Gedanken lesen. Und ja, Dinge schweben lassen. Oh, Freunde, da kommen mir fast schon selber die Tränen, ey. Da habe ich ja jetzt gerade feuchte Augen bekommen, bin ich ganz ehrlich. Weil das auch wieder
so sehr an Psycho Mantis erinnert vom ersten Teil. Wo wir gegen den gekämpft haben. Nämlich da hat er auch Bücher und Vasen schweben lassen, die uns angegriffen haben. Und er konnte damals auf der PlayStation 1 gab es ja noch die Memory-Karte, hast das abgespeichert. Viele werden es vielleicht nicht mehr kennen von euch. Und das war so ein kleines, ja, Diskette kann man sagen. Oder? Diskette wird er auch vielleicht nicht mehr kennen. Auf jeden Fall gab es da so kleine Disketten und hat man halt dann so reingesteckt und darauf konnte man seine Spielstände speichern. Und Psycho Mantis hatte mir damals gesagt, so im Spiel, welche Spielstände da gespeichert sind. Also von welchen Spielen. Das fand ich doch als kleines Kind sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und das erinnert mich halt alles wahnsinnig an den ersten Teil. Da ja der erste Teil bekanntlich auch mein Lieblingsteil war von Metal Gear Solid. Wir machen aber weiter, es wird lustig wieder. Kazuhira Millers Hamburger Nummer 4, der perfekte Hamburger. Und da bin ich gespannt, welche kulinarischen Ergüsse sich da heute wieder abspielen. Rise and shine, old timer. It is complete. I had our best and brightest working overtime, fine-tuning the greatest burger the world has ever known. I call it the chemical burger. What on earth is that color? Now, don't judge a burger by its color. Go on, try it. I am not very hungry. What? Oh, I get it. Now, sure, it's loaded with additives, but each one's been approved by the WHO for human consumption. Come on, one little bite's not gonna kill you. Are you sure of that? Fine. Well, what do you think? It is perfect. Right? This takes me back to the taste of my youth. The neon signs on the Mother Road. Oh, I can see them now. So, what do you think of our signs now? And it doesn't just taste great. You won't believe how cheap it is to make. And because it's pumped up with preservatives, it won't spoil easily in regions lacking refrigerated storage or transportation infrastructure. This bad boy could even solve Africa's hunger problem. Excuse me? People will no longer fight over food or find reason to hate one another. Mankind will come together, reunited between these fluffy buns. Forget Pax Americana. Say hello to Pax Hamburgana. Pax Hamburgana. Skullface thought that destruction was the way to free the peoples of the world from American imperialism. But this is different. Tackling something head-on just makes for more conflict. Only by uniting the world can its various inhabitants truly become free. Having lived as an American parasite as long as I have, I know what I'm talking about. The chemical burger is poised to be the greatest liberating force the world has ever known. An ethnic liberator. Burger. Now all I need is a better brand image, starting with a name. Gotta run, old-timer. I'll catch you later. Ja, alte Chemieburger da, hier ist das nach. Ach, was soll ich dazu sagen? Da fällt mir gerade auch nichts mehr ein. Ja, ist natürlich so, ne? Dass vieles, obwohl es jetzt nur, aber da ist schon auch was Wahres dran, da wird halt viel zu viel mit Chemie, ne? Und die ganze Menschheit ist eigentlich nur noch von dem Chemiezeug jetzt nicht abhängig, aber nur noch daran gewöhnt. Und deswegen weiß man ein gutes Stück Fleisch nicht mehr wertzuschätzen. So, was ist jetzt schon wieder los? So, oh, wir haben eine Herausforderung geschafft. Hier, leck mich fett. Und zwar 80% aller Kassetten mit Informationen wiedergegeben. Ne? So, schau her. Aber ich glaube, wir haben hier noch einiges, ne, was offen ist. Einen oder mehr Außenposten, wo schlafen die Bienen? Ja, okay. Herausforderung, die wir noch nicht erfüllt haben. Alter, willst du mich verarschen?
Boah, da bekomme ich aber noch einiges, ne? Caution, rain approaching. Alter, da kann ich noch richtig machen, ey. Okay, was? Wir schauen jetzt mal. Jetzt haben wir 20 Minuten. Wenn wir eine Nebenmission haben, dann können wir sie ja noch beginnen. Jo, eliminieren Sie die Panzerfahrzeugeinheit. Eliminieren Sie die Panzereinheit. Eliminieren Sie die Panzerfahrzeugeinheit, hat er gemeint. Das ist schön. Oder haben wir sogar noch eins übersehen gehabt? So, wir gehen jetzt nochmal von ganz oben nach unten. Und jetzt renkt es wieder. Wisst ihr was? Dann machen wir das nochmal. Oh, ich finde es so schön, wenn das irgendwie so Erinnerungen. So schwere Infanterie. Komm, dann machen wir das noch. Das ist eng hier, ne? Wir machen es aber trotzdem mal. Oh, das erinnert mich so sehr an den ersten Teil, jetzt die ganzen Kassetten. So, wir lassen mal unser Pferdchen hier, wechseln den Begleiter auf unseren guten alten Didok. Und den werden wir mal... Sollen wir mal das Betäuben mitnehmen? Komm, weil wir so gut sind, nehmen wir das Betäuben mit. Den Didok hat schon wieder einiges an... Ja. Scheiße, wo waren wir jetzt hier? Ich breche noch mal kurz ab, Freunde. Entschuldige, wir machen natürlich wieder... Warte mal, können wir... Entschuldige. Ich möchte natürlich immer wieder auf dem laufenden Stand sein. Und so viele externe Aufträge wie möglich dann immer bearbeiten. Nee, ist momentan nichts, okay. Dann können wir getrost weitermachen. Ich vergesse wirklich immer zu schauen. Bin jetzt blöd. Bin jetzt blöd, hat er gemeint. So, eliminieren Sie die schwere Infanterie. Okay, Grenzregion Angola, Zaire. Jo, Grenzregion Angola, Zaire. Dann hätte ich gesagt, die belassen wir mal so. Wir wechseln ein bisschen, komm, nehmen wir mal wieder den Wald. Denn da kommen wir, glaube ich, hier am besten damit klar. Und starten! Nein! Okay, wir haben unsere Panzerfaust dabei. Das ist jetzt eigentlich auch wurscht bei der Infanterie. Da brauchen wir sie halt doch nicht so sehr. Alter! Oder ich mache so Stundenfolgen. Als Let's Platin. Ich weiß es nicht auch. Ich bin mir aktuell noch nicht sicher, wie ich es jetzt mache. Ob ich den Platin ran als Let's Play bringe oder so. Mal schauen, hat er gemacht. Ich bin ja schon dabei. So, Grenzregion Lager von Kiziba. Ja, Titi. Wir könnten Titi mal wieder auch mal die Farbe wieder ändern, eigentlich. Obwohl ich ihn ja so eigentlich am besten finde, so, ne? So, ich sag mal so im Wolf-Style. Aber vieles, so was ich so auf Twitter sehe, da posten ja auch viele Screenshots. Da sind sie ja auch in Weiß unterwegs, oft die in Weiß. Da muss ich sagen, schaut auch nicht schlecht aus, ne? Schaut auch nicht schlecht aus. So, wir checken jetzt erstmal natürlich hier die Lage, da war der gemeint. Oh ne, wir haben sogar die Sniper. Wo müssen wir hin? Ja, geradeaus, okay, sehr schön. Was denn? Sixtes Wildtier gefunden. Ja, und ich denke mal, das dürften wir auch hinbekommen. Wir bekommen dafür 200.000. Wieso knurrst du so, Didi?
Dass ich immer noch unseren Heli höre, ne? Da kriege ich schon, muss ich ehrlich gestehen, da kriege ich schon mal wegen leichte Panik. So, signierende Bedrohung. Ölfeld von Mina, bist du bescheuert, ey. So, Didi. Analysis complete. The map has been updated. Das sind eigentlich gar nicht unsere, ne? Extraction arrived at Mother Base. So, es wird hier abgespeichert, das ist schön. Enemy presence detected. The map has been updated. Oh, Didi. Ja, ist ja gut, Didi. Ist ja gut, ja fein, ja. Ja fein, ja. Komm, noch mal. Oh, ich lieb den. Guck mal, wie er mit dem Schwänzle wackelt. Mach noch mal, Didi. Komm, freu dich. Ja. Oh, ich lieb so Hunde. Ich habe leider keinen. Früher, wo ich noch kleiner war, hatten meine Eltern den Hund. Und da haben meine Eltern immer einen Knochen mir um den Hals gehängt, dass wenigstens der Hund mit mir gespielt hat. Ja, so war das damals. So. Wie gesagt, den haben wir ja so weit. Wir gucken aber mal da drüben. Denn die, wo blinken. Analysis complete. Marker Ui, der ist auf jeden Fall stark. Gesundheit. Die haben die Waffe gefunden, Alter, da belegt der Affe rum. Enemy presence detected. The map has been updated. Wat dink jy van die nuwe geweer? Nie sleg nie. Ek is bekommerd dat al die verstellings dit te swaar sal maak. Maar is nie moeiliker om te dra nie. Gerugte was waar. Ek frik om hierdie ding te gaan uittoets. Onthou net die reëls van kontak. Natuurlik. Clouds moet vry. Vat dit approaching. rustig. Sowas, was? Bleib mal ruhig, du Kollege. Hey Pella, wat gaan aan? Was Handgranat? Hey! Korspel! Jetzt ist der tatsächlich aufgeweckt. Ek teken vir 'n indringer. Bly waaksaam. Ja, jetzt drin, nicht einmal durchdrehen da, ne? Wo läuft der jetzt hier? Das macht der gut. Ganz ruhig, Brauner. Analysis complete. Analysis complete. Jetzt kommen wir es alle, oder was? Alter Didi. Get up. Scheiße. Didi. Didi, komm zurück. Didi. Didi.
Mensch, Didi, alter Hund. So, mein Freund. Jo, Baupläne. The map has been updated. Sehr geil. Subject on Ja, board. wenigstens einen haben wir. Wir könnten in der Folge noch den einen nehmen, oder? Die anderen Deppen laufen da alle rum. Enemy presence detected. So, mein The map Freund. has been updated. Didi? Attackier mal. Fein hast du es gemacht. Fein hast du das gemacht, Didi. So läuft es ganz gut. Na, ihr seid sehr gut bewacht, Jungs. The map has been updated. Fuck. Fuck. Didi, probier mal dein Glück. Du schießt auf meinen Hund, du Idiot. Sehr, sehr geil. Wir werden die natürlich auch mal. Analysis complete. Ah, die Jungs sind nicht schlecht. Die Jungs sind nicht schlecht. Didi, wie geht's dir? Oh, Didi ein wenig mit Blut besudelt. Aber okay. Es ist halt Berufsrisiko ein wenig, ne? The map has been updated. So, aber so trennt sich wenigstens die Spreu vom Weizen. Auch wenn das jetzt nicht diese Infanterie ist, die wir eigentlich suchen. Da muss ich mir, glaube ich, doch noch was anderes überlegen. Subject on board. Leave the rest to us. The map Aber ich has denke, das been ist schon mal ein updated. gutes Anfang. Und da können wir dann in der nächsten Folge auch beruhigt weitermachen, ne? Didi. Didi? Komm her, ich streichel dich. Guck mal. Voll fixierte Didi. He's coming too. Roger that. Ja, lieber Wauwau, komm ja auch mal. Ich hoffe, dir geht's gut. So, Didi, wir machen dann da morgen weiter. Und legen uns aber hier erst einmal noch ein wenig auf die Lauer. Können wir hier was mitnehmen? Legen uns hier auf die Lauer und ich bedanke mich und sag bye bye. Bis morgen, ne Didi? Du wartest auch. Und Servus, macht's gut, euer Frankonia.